Hallo liebe Carrado-Freunde. Nun erklären wir euch die speziellen Funktionen und Besonderheiten der Fenster- und Dachluken in unseren Carrado-Wohnmobilen. In unseren Fahrzeugen haben wir verschiedene Fenstertypen verbaut, wie zum Beispiel vorgehängte Fenster oder Rahmenfenster. Von innen betrachtet gibt es zwischen den verschiedenen Fenstertypen kaum Unterschiede. Ein kleines Detail ist jedoch zu beachten. Beim vorgehängten Fenster kommen das Fliegenschutzgitter und das Rollo von oben, wohingegen beim Rahmenfenster beide in einem geschlossenen Kasten sind. Die Bedienung aller Fenster ist kinderleicht. Ein Druckknopf, der auch gleichzeitig als Einbruchssicherung dient, ermöglicht das einfache Ausstellen der Fenster. Einfach den Knopf drücken, den Hebel drehen und das Fenster ist sicher in Position. Ein hörbares Klackgeräusch signalisiert, dass das Fenster richtig geschlossen ist. Ein besonders praktisches Feature ist die Belüftungsfunktion. Durch das Stellen des Fensters in die mittlere Position kann frische Luft genossen werden, ohne das Fenster ganz öffnen zu müssen. Dies ermöglicht eine frische Belüftung des Innenraums. Zusätzlich bieten wir auch Heckfenster mit einer stufenlosen Arretierung für unsere Campervans an. Dies ermöglicht eine individuelle Belüftung des Heckbereichs. Die Fenster können mittels der Feststellschraube auf jede beliebige Position eingestellt werden. Kommen wir zu den Dachluken, auch bekannt als Heki- oder Hebekippfenster. In den Carrado-Modellen kommen diese üblicherweise über der Sitzgruppe, im Bad oder über dem Bett zum Einsatz. Bei der Bedienung setzen wir auf ein Bügelsystem. Einfach den Knopf drücken und den Hebel ziehen. Es gibt 3 Stufen ganz nach Bedarf. Je nach Wettersituationen könnt ihr natürlich das Fenster in einer dieser 3 Stufen arretieren. Da empfiehlt es sich bei starkem Wind natürlich die niedrigste Stufe zu nehmen oder bei Regen das Fenster ganz zu schließen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, an diesen Fenstern eine Sonnenblende bzw. ein Rollo davor zu ziehen oder auch das Fliegenschutzgitter. Dieses hält natürlich den Regen nicht ab, also schließt bei Regen bitte auf jeden Fall das Fenster. Die Dachluke im Badezimmer wird anders geöffnet als die anderen Dachluken. Hierzu drückt man die beiden Griffe und hebt diese Dachluke nach oben. Dabei ist zu beachten, dass diese Dachluke lediglich ein Fliegenschutzgitter hat und kein Rollo. Und zudem ist sie kleiner als die anderen Dachluken. Neben den Fenstern und Dachluken ist im Schlafbereich eine Zwangsbelüftung verbaut. Diese ermöglicht einen kontrollierten Luftaustausch, selbst wenn Fenster und Türen geschlossen sind. Dies ist besonders wichtig, um die Luftqualität zu verbessern. Die Zwangsbelüftung transportiert die Feuchtigkeit nach draußen und hilft, die Kohlendioxidkonzentration zu reduzieren. Das waren die wichtigsten Funktionen unserer Fenster und Dachluken. Wir hoffen, dieses Video hilft euch, euren Carrado noch besser zu nutzen. Bei Fragen schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.